Ich bin der Anton Meyer, ich komme aus Eidensheim, das ist im Landkreis Eichstätt im Oberbayern. Ich bewirtschafte einen landwirtschaftlichen Ackerbaubetrieb mit 145 Hektar Ackerbau. Wir haben viele Kulturen, Getreidefruchtfolge mit Dinkel, Weizen, Sommergerste. Hackfrüchte sind Zuckerrüben, Sojabohnen, Sonnenblumen. Ein Teil wird dann Kleegras mit angebaut, um einfach den Acker wieder auf Vordermann zu bringen mit der Futter-Mist-Kooperation, wo wir dann wieder die Nährstoffe auf den Betrieb zurückbekommen. Und zu guter Letzt haben wir noch eben so Sonderheiten wie einen Bioraps oder wie gesagt, unser Hauptaugenmerk ist die Zuckerrübe mit. Ja, wir sind in einer Gegend, wo Arbeitskräfte sehr knapp sind, wo die Industrie die Preise für Arbeitskräfte vorgibt, wo man zur gegebenen Zeit nur sehr wenige Kräfte bekommt, und darum war es mir einfach wichtig, die Handarbeit aufs absolut notwendige Maß zu reduzieren. Momentan machen wir im Farmdruid ausschließlich Zuckerrüben. Ich habe auf meinem Betrieb knapp 10 Hektar Zuckerrüben, möchte nächstes Jahr auf 15 Hektar ausweiten. Das hat sehr gut funktioniert. Was mich sehr ermutigt ist, dass man immer jemanden am Telefon hat innerhalb kürzester Zeit, dass man immer eine Hilfe kriegt. Man ist am Anfang ja doch, das ist ein komplett Neuland auch. Manchmal ist es von der Menüführung auch ein bisschen schwierig jetzt, selbst wenn man sich im Vorfeld viel damit befasst hat. Wenn man dann auf dem Acker steht, schaut vieles ganz anders aus, aber da ist man dann immer froh, wenn man jemanden hat, der einen wieder unterstützt. Und muss jeder wissen, was er für der Typ ist. Es muss jeder wissen, was er für eine personelle Ausstattung in seinem Betrieb hat. Ich persönlich bin eher der Typ, der sehr gerne unabhängig sein möchte, auf möglichst wenig andere Personen zurückgreift. Von daher bin ich froh über jede Handarbeit, über jede Arbeit, die ich im Betrieb irgendwo selber managen kann. Das Management von so einem Roboter macht trotzdem Aufgabe. Also man muss den, ich möchte nicht sagen regelmäßig kontrollieren, aber jeder weiß, der auf der Maschine selber drum sitzt, dass er auch während der Arbeit immer gewisse Einstellungsmaßnahmen verändert, Parameter verändert. Und das gehört beim Roboter genauso gemacht wie bei jeder anderen Maschine, die da draußen umeinander fährt, um einfach optimale Ergebnisse zu erzielen. Du hast wechselnde Bodenarten, ob das jetzt bei der Saat oder beim Hacken ist, wechselnde Tageszeiten. Nachts ist der Boden anders strukturiert wie jetzt bei einer Hitze von 25 Grad. Also entsprechend muss man natürlich auch immer ein bisschen reagieren und die Maschinen immer begleiten. Das ist kein Selbstläufer, es ist was man begleiten muss. Aber wenn man den dann entsprechend begleitet und das auch auf dem Schirm hat, dass er den Support eben braucht, dann macht er einen guten Job.